Hi, in der Abstimmung auf meinem Community-Tab vor ein paar Tagen habt ihr euch mit Abstand für den Turm zu Babel als nächstes zu analysierendes Gebäude entschieden. Also schauen wir uns diesen auch in diesem Video an. Der Turm zu Babel ist ein legendäres Gebäude aus der Bronzezeit und damit einem der niedrigsten Zeitalter in Forge of Empires, was ihn auch zu einem der ältesten Gebäude im Spiel macht. Deswegen wurde er auch bereits einem kompletten Facelifting unterzogen. Leider allerdings nur sein Aussehen. Seine Werte sind damals gleich geblieben, weshalb er definitiv immer noch zu keinem der besten Gebäude zählt. Seine Grundfläche beträgt lediglich 4x4 Felder und er kostet auch insgesamt nur 150 Bronzezeitgüter. Das macht ihn nicht nur zu einem der kleinsten, sondern auch günstigsten legendären Gebäude. Allerdings kann man dementsprechend auch nicht sonderlich viel von seinen Effekten der Bevölkerung und der Güterproduktion erwarten. Die folgenden Diagramme und die zugrunde liegenden Datensätze wurden auch wieder von Wayno zusammengestellt. Auf seinem Kanal findet ihr englischsprachige Analysen der Gebäude. Zuerst allerdings wieder zu den allgemeinen Kosten der Förderung des Gebäudes. Hier seht ihr die Gesamtkosten sowie den Eigenanteil, wenn man mit einer 1,9er Archenförderung fördert. Nach Stufe 10 sinkt der Eigenanteil je Stufe bis Stufe 41 nochmal auf nur 117 Forge-Punkte für das Level. Obwohl der Turm also aus einem der ersten Zeitalter ist, kommt sein Kostenminimum nicht annähernd an die Gegenwartsgebäude mit nur 21 Forge-Punkten ran. Deswegen hier als kleine Side-Info einfach mal ein weiteres Diagramm mit den minimalen Kosten der Gebäude aller Zeitalter. Ab der Postmoderne brechen diese ein und steigen erst wieder ab der arktischen Zukunft stark an. Das Einzige, was euch das jetzt sagen soll, ist, dass diese Gebäude im mittleren Levelbereich deutlich einfacher zu fördern sind als andere, da der Eigenanteil pro Stufe deutlich geringer ist. Man könnte das Ganze auch noch anders zusammenfassen und einfach mal ausrechnen, wie teuer die Gebäude der einzelnen Zeitalter im Allgemeinen bis zu einer bestimmten Stufe sind. Betrachtet man den Eigenanteil bis Stufe 10 zusammengerechnet, so sind die Bronzezeitgebäude und damit auch der Turm zu Babel die günstigsten Gebäude, um diese auf Stufe 10 zu bringen. Sogar bis Stufe 60 wäre das noch der Fall. Nicht mal die zeitalterlosen Gebäude wie das Orakel von Delphi kommen daran. Bis Stufe 80 ist dann jedoch schon interessant, dass durch die 1,9er Förderung die Gegenwartsgebäude durch die extrem niedrige mittlere Phase nahezu gleich teuer sind. Die Bronzezeitgebäude würden ca. 20.052 Forge-Punkte bis auf Stufe 80 kosten und die Gegenwartsgebäude auch nur 20.790 Forge-Punkte. Da sollte man dann doch schon mal überlegen, ob man statt dem Turm zu Babel nicht lieber den Innovation Tower hochziehen will, der die tägliche Forge-Punkt-Produktion dann mal eben um 48 Forge-Punkte steigern kann. Doch zum nächsten Diagramm. Hier sehen wir alle legendären Gebäude, die Bevölkerung bringen. Dabei wird die Anzahl an Bevölkerung mit den Forge-Punkten in Verhältnis gesetzt, die bei einer 1,9er Archenförderung an Eigenanteil für den Besitzer überbleiben, um die Gebäude auf die entsprechende Stufe zu bringen. Und der Turm zu Babel, also ja, das kann man eigentlich schon nicht mehr abgeschlagen nennen. Ich sag mal, die Aussagekraft dieses Diagrammes wäre nicht getrübt, ließe man den Turm einfach gleich weg. Die 90 Bevölkerung auf Stufe 1 würden bereits durch 3 Chalets aus demselben Zeitalter auf weniger Grundfläche getoppt werden. Die 1140 Bevölkerung auf Stufe 10 nach insgesamt über 1500 Forge-Punkten Investitionen bei einer 1,9er Förderung werden spätestens im Industriezeitalter durch die Gebäude geknackt. Und selbst die 3225 Bevölkerung auf Stufe 80 nach über 20.000 Forge-Punkten Investitionen werden durch ein einziges mobiles Haus der arktischen Zukunft auf derselben Grundfläche mit Abstand in die Tasche gesteckt. Ihr müsst euch vorstellen, ihr fördert ein legendäres Gebäude mit über 20.000 Forge-Punkten auf Stufe 80 und erhaltet dafür nicht mal annähernd so viel Bevölkerung wie in der arktischen Zukunft mit einem einzigen normalen Wohnhaus für ein paar Münzen und Vorräte. Aber okay, vielleicht kann die Güterproduktion da noch was rausholen. Hier seht ihr jetzt alle güterproduzierenden legendären Gebäude mit deren Kosten bei einer 1,9er Förderung und dem entsprechenden Güteroutput. Falls euch die folgenden Diagramme mit den ganzen Gebäuden zu unübersichtlich sind oder ihr mehr über den Gütervergleich wissen wollt, schaut euch einfach meinen großen Gütervergleich an. Das Video findet ihr oben rechts in der Infocard verlinkt. Und hier ist der Turm gar nicht mal so schlecht. Befindet man sich vor der Moderne, so spielt er immer im oberen Mittelfeld und ist ganz kurz sogar mal das drittbeste Gebäude.
Nach der Moderne ist er zwar sogar mal Zweitplatzierter hinter dem Leuchtturm von Alexandria, da ab diesem Zeitalter die Güterproduktion dieser Gebäude verdoppelt wird, doch dafür sind die Güter auch nur noch aus 3 Zeitaltern vor dem eigenen und sind dementsprechend vom Wert her nicht mehr mit allen anderen Gebäuden hier im Diagramm vergleichbar. Geht man mal davon aus, dass man die Güter, die dieser nach der Moderne ausspuckt, die 3 Zeitalter in das eigene jeweils 2:1 hochtauscht, so ist der Turm allerdings mit Abstand eines der schlechtesten Gebäude. Wie gesagt, eine genauere Analyse der Güterproduktion von legendären Gebäuden ist oben rechts verlinkt. Alles in allem kann man also festhalten, der Turm zu Babel ist eines der kleinsten legendären Gebäude mit nur 16 Feldern, außerdem hat er extrem niedrige Güterkosten und ist so günstig zu fördern wie kein anderes legendäres Gebäude. Außer man betrachtet gleich mehr als 80 Stufen, dort holen die Gegenwartsgebäude in Bezug auf die Gesamtkosten auf. Die Bevölkerung, die der Turm zu Babel bringt, ist jedoch im Vergleich zu allen anderen Gebäuden, auch normalen Wohngebäuden, lächerlich. Wobei, sollte man den Turm bereits als sehr kleiner, neuer Spieler bereits in der Bronze- oder Eisenzeit errichten und schon ein paar Stufen hochfördern, das muss nicht mal bis auf Stufe 10 sein, so kann einen die Bevölkerung doch schon etwas unterstützen oder zumindest kompensieren, dass man auf dieselbe Fläche des Turmes nun keine Wohngebäude mehr bauen kann. Und zusätzlich erhält man dann ja noch eigentlich eine ganz gute Menge Güter, die besonders kleine Spieler durchaus gut unterstützen können. Denn besonders am Anfang hat man ja sehr wenig Platz in der Stadt und produziert Güter noch kaum über Eventgebäude, legendäre Gebäude oder kriegt sie als Gewinne, beispielsweise bei der Gildenexpedition. Außerdem ist man durch die Gütervorkommen ziemlich eingeschränkt, was die Produktion angeht und kann lediglich 2 unterschiedliche Arten umfangreich produzieren. Den Rest müsste man sich erhandeln. Da können die 10 oder 15 Güter des Turmes zu Babel, die er auf Stufe 5 bzw. 10 bringt, ziemlich unter die Arme greifen, da man statistisch an 3 von 5 Tagen Güter bekommt, die man sonst umständlich erhandeln oder langwierig produzieren müsste. Klar, das ist immer noch weniger als ein einziges Gütergebäude auf weniger Fläche zu der Zeit produzieren würde, aber es sind halt Güter, an die man im Zweifel nicht rankommt, wenn die Nachbarschaft sie nicht bieten und man in noch keiner oder einer sehr kleinen Gilde ist. Deswegen würde ich den Turm zu Babel definitiv als kein schlechtes Gebäude einordnen, allerdings auch nur als ein mittelmäßiges Gebäude, das zusätzlich auch noch extrem schnell veraltet und spätestens dann durch effizientere Gebäude ersetzt werden könnte, wenn man auf die geringe Produktion von Gütern, die man normalerweise nicht produzieren kann, verzichten könnte. Die Empfehlung wäre also, den Turm entweder gar nicht erst zu bauen und auf die kleine Hilfe am Anfang zu verzichten und später einfach gleich bessere Gebäude auf derselben Fläche zu errichten, oder ihn zu bauen, aber bloß nicht zu viele Fortschritte zu investieren. Gerade so weit ausbauen, dass die Bevölkerung kompensiert, auf dieser Fläche keine Wohnhäuser errichtet zu haben, und gerade so viele Güter produziert, dass es sich lohnt, auf der Fläche keine ineffizienten Gütergebäude gebaut zu haben. Da ineffiziente Produktion, also Güter, zu denen man die Ressource auf der Weltkarte nicht freigeschaltet hat, in 24 Stunden 4 Güter produzieren, würde das bedeuten, dass man den Turm mindestens auf Stufe 4 fördern müsste, um eine leicht bessere Produktion pro Fläche zu haben, wenn man davon ausgeht, dass die Gütergebäude am Anfang im Durchschnitt 4×3 Felder groß sind. Auch berücksichtigt wurde in dieser Rechnung bereits, dass der Turm zu Babel statistisch nur an 3 von 5 Tagen ineffiziente Güter ausspuckt. Auf Stufe 4 würde der Turm außerdem 280 Bevölkerung bringen, womit er schon mal für die Bronzezeit das beste Wohngebäude wäre. Auf Stufe 5 wäre er das immerhin schon für die Eisenzeit und auf Stufe 6 sogar bis ins Hochmittelalter. Ja, wie gesagt, ich würde nicht davon abraten, ihn zu bauen, aber empfehlen würde ich es definitiv auch nicht. Unter meiner Umfrage wurde auch die Frage gestellt, ob er sich in Nebenwelten lohnen würde. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass in diesem Fall mit Nebenwelten Städte gemeint sind, die primär auf die Diamantengewinnung für die Hauptwelt ausgelegt sind. Diese Städte bleiben oft dauerhaft in einem sehr niedrigen Zeitalter und werden stark auf Wunschbrunnen und den Kampf oder die Verhandlung der Gildenexpedition ausgelegt, da es dort mit Abstand die meisten Diamanten wöchentlich zu gewinnen gibt. Der einzige Grund, den Turm zu Babel hier zu errichten, wäre dementsprechend, um sich die Wohnhäuser zu sparen und auf deren Fläche weitere Wunschbrunnen, Kampfgebäude oder Güterproduktion zu errichten oder mit diesen selbst die Güterproduktion zu unterstützen. Beides bedeutet jedoch, dass natürlich auf der Fläche des Turmes selber keine der entsprechenden Gebäude mehr gebaut werden können. Einen kleinen Vergleich mit anderen Wohngebäuden und Güterproduktion hatte ich ja eben bereits gemacht, allerdings war der natürlich damit angedacht, dass man in den Zeitaltern weiter voranschreitet. Geht man davon aus, dass der Spieler in der Eisenzeit bleibt, so wird natürlich bereits viel früher der Bau von Wohnhäusern auf derselben Fläche kompensiert, und zwar bereits auf Stufe 2. Das bedeutet,
jede weitere Stufe werden auch weitere Häuser kompensiert, die in der Stadt errichtet werden müssten. Chalets der Bronzezeit bringen mit 32 Bevölkerung auf 4 Feldern die höchste Bevölkerung der Bronzezeit. Da der Turm pro Stufe zwischen 80 und 120 Bevölkerung mehr bringt, kann man jede Stufe 2 bis 4 weitere Wohnhäuser ersetzen. Von Stufe 9 auf 10 sind es sogar deutlich mehr. In der Eisenzeit wäre dann das Domizil mit 73 Bevölkerung auf 4 Feldern das beste Gebäude. Hier müsste man den Turm mindestens auf Stufe 5 fördern, damit er besser wird als Domizile und spart jede Stufe dann noch mindestens ein weiteres Domizil ein. Von Stufe 9 auf 10 bringt der Turm gleich ganze 350 Bevölkerung mehr, was fast 5 Domizilen entsprechen würde. Ein Turm auf Stufe 10 ist dementsprechend das Äquivalent zu mindestens 15 Domizilen. Beachtet man auch die eigene Grundfläche, so würde man mit diesem immerhin noch 11 weitere Domizile und damit 44 Felder einsparen, wenn man den Turm statt Domizilen errichten würde. Das sind fast 3 ganze Erweiterungen. Man müsste sich nur noch darum kümmern, dass man irgendwie anders die Münzen ranbekommt, die normalerweise durch die Wohnhäuser produziert werden würden. Um Fläche zu sparen, würde sich der günstige und kleine Turm zu Babel also definitiv lohnen. Zu der Güterproduktion hatte ich ja bereits etwas gesagt und die Rechnung würde sich auch nicht unter der Annahme einer Nebenwelt verändern. Eine Alternative zur Gewinnung der Bevölkerung wäre natürlich der Innovation Tower. Dieser ist jedoch deutlich teurer in der Anschaffung und zum Fördern in den ersten Stufen. Außerdem benötigt er auch deutlich mehr Platz. Dafür reicht bereits die erste Stufe bei weitem, um sämtliche Wohnhäuser eurer Stadt in den ersten Zeitaltern komplett abzureißen. Also ich würde tatsächlich sagen, dass der Turm zu Babel sich in Nebenwelten sogar noch ein Ticken mehr lohnt als in normalen Städten, da er hier einfach nicht veralten kann, wenn man in niedrigen Zeitaltern bleibt und sein Effekt dementsprechend wirklich hilfreich ist. Ein weiteres Argument, welches unter meiner Analyse im Allgemeinen immer mal wieder gerne kommt, wenn ich ein relativ schlechtes Gebäude betrachte, ist, dass Top-Spieler die schließlich auch in ihrer Stadt haben. Also möchte ich an dieser Stelle auch nochmal betonen, dass Top-Spieler komplett andere Voraussetzungen haben. Dort sind die meisten sinnvollen Gebäude bereits super hoch gelevelt, sodass es natürlich klug sein könnte, lieber ein etwas schlechteres Gebäude mit seiner Produktion von mehreren hunderten Forge-Punkten täglich und einem an Forge-Punkten überlaufenden Lager fix auf Stufe 10 oder 20 zu pushen, als auch nur noch eine weitere Stufe eines sinnvolleren Gebäudes zu machen. Wenn ihr jetzt noch mehr über den Turm zu Babel in der Realität wissen wollt, findet ihr ein Video dazu oben rechts in der Infocard. Ich danke erstmal den über 320 Leuten, die auf meinem Community-Tab abgestimmt haben, um welches Gebäude es als nächstes gehen soll. Wenn ihr bei der nächsten Umfrage benachrichtigt werden wollt, dann abonniert gerne den Kanal und aktiviert die Glocke. Dann verpasst ihr auch keine weiteren Videos mehr. Ich hoffe, ihr schaltet dann auch wieder beim nächsten Video ein und bis dahin erstmal ciao.